Ja, hallo liebe Leute, willkommen beim nächsten Video von Tutorius. Wenn euch solche Videos, wo es um 3D-Druck und CAD-Konstruktion geht, interessieren, so lasst auch gern ein Abonnement da und klickt auch gerne auf die Glocke, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Und damit herzlich willkommen bei Tutorius und diesem Video, in dem ich den benutzerdefinierten Support sowohl in Cura als auch in Prusa Slicer, das ist Prusa Slicer, zeigen möchte. So, in Cura, da geht man, wenn man den benutzerdefinierten Support haben möchte, dann muss man dafür ein Add-on installieren. Das macht man, indem man auf den Marktplatz hier klickt. Dann ist ein bisschen Wartezeit angesagt. Dann lädt er da eine Liste. Das geht jetzt hier ein bisschen schneller. Wenn man das erste Mal das macht, dauert es was. Und dann haben wir hier Custom Supports und das muss hier aktiviert sein. Dann kommt da so ein blaues Dreieck mit einem Häkchen dran. Es gibt noch Cylindric Custom Support. Ich habe beide mal aktiviert. Das habe ich eigentlich immer nur genutzt. Ob das da mit drin ist, ich weiß es gar nicht. So, das heißt, bei Prusa Slicer muss ich das nicht machen. Ich muss also nicht ein Add-on installieren, sondern ich habe hier die Funktion Aufmalstützen, heißt das hier. Das heißt, ich male was und dann wird da, wo ich male, eine Stütze generiert. Gut. Auch Aufmalnähte ist eine tolle Sache. Da kann ich eben genau definieren, wo soll denn die Z-Naht hin. Das ist vielleicht auch gar nicht mal schlecht, aber da kommen wir zu einem anderen Mal dazu. So, fangen wir in Cura an. Was muss ich in Cura machen? Einmal muss das Objekt selektiert werden. Dann kann ich hier diese Funktion definieren und kann hier Würfel, Zylinder oder ich kann spenden. Ja, toll. Wir fangen mal, also das sind die Cylindrical Supports, die ich vorhin ausgewählt habe, die kann ich dann hier auswählen. Aber mit den Würfeln, das geht eigentlich ganz gut. Und dann geht man einfach hier hin und tippt da hin und dann macht er da so ein Kästchen hin. Dann kann man die Größe dieser Würfel hier definieren und man kann es aber auch mit diesen Würfeln hier so einfach was einem hier direkt auffällt, so sonderlich, ich sag mal, intuitiv ist das nicht mit diesen Würfelsätzen. Man kann also nicht einfach malen, was eben das bei dem Prusa Slicer verspricht, sondern ich male hier nicht, sondern ich muss so Würfelchen setzen. So, jetzt können wir die Würfelchen mal auf, ich sag mal, 8 einstellen. Klicken wir mal hier hin. Dann sind sie vielleicht ein bisschen groß. Dann machen wir sie wieder auf 2. Also sonderlich einfach ist diese Vorgehensweise hier nicht. Und wir schauen uns aber hinterher dann die Ergebnisse an, was eben dabei rauskommt. So, gucken wir nochmal. Also ein bisschen hier schauen. Das sieht gut aus. Da fehlt jetzt natürlich noch ein Haufen. Da eben gucken, mit welchen Funktionen bewege ich was in dem Programm. Also mit der mittleren Maustaste bewege ich mich hin und her, mit der rechten Maustaste
bewege ich die Kamera, also dann drehe ich das Ganze. So, und da haben wir auch noch einen. Machen wir noch da einen hin. Gucken, da den vielleicht auch noch. Ja, den noch. Ich denke, das sollte reichen. So, jetzt stellt man, wichtig ist ihm, dass er hier keinen Supporter in diesem Loch da machen soll, sondern nur da auf an dieser Stelle. So, dann gucken wir beim Support selbst. Also bei der Stützstruktur muss das hier weg sein. Er soll es nicht generieren, aber hier wird definiert, wie die Stützstruktur denn hier aussehen soll. Dann gehen wir auf Slicen, gucken uns die Vorschau an und schauen mal, das sieht eigentlich ganz vernünftig aus. So sieht das dann aus, und dieser Support, dieser Gyroid Support, der lässt sich auch relativ gut wieder entfernen. Okay, gut, das halt zum Thema Custom Support bei Cura. Jetzt wechseln wir auf den Prusa Slicer. Und wie funktioniert das da? Man wählt hier diese Funktion aus. Beim Prusa Slicer, da bewege ich auch mit der rechten Maustaste, bewege ich hin und her, mit der mittleren Maustaste auch, mit der linken Maustaste drehe ich. Ist also ein bisschen anders als bei Cura. Und da sieht man schon, wenn ich nur die rechte Maustaste jetzt klicke, dann sieht man hier rechte Maustaste Stützen blockieren, große und linke Maustaste entfernen. Ich kann also das hier wieder rauslöschen, was ich gerade da reingezeichnet habe. Und links und mit der linken Taste Solo. Ja, das ist nun wirklich nicht ganz einfach. Das heißt, ich muss erstmal die Funktion wieder unterbrechen. Escape drücken. Jetzt habe ich wieder die Möglichkeiten zu bewegen. Einmal das Objekt selbst. Das will ich aber gar nicht eigentlich. Und wenn ich daneben klicke, dann kann ich es hin und her drehen. Und da ist so, da möchte ich jetzt was hinzeichnen und Stützen malen. Also das ist auch nicht so sonderlich einfach oder gut zu unterscheiden. Ich habe jetzt hier eine Pinselgröße von 2. Das ist ähnlich wie die Blöckchen, die ich da habe, aber in Prusa, da kann ich wirklich hier jetzt so einfach das voll malen. Mit der rechten Maustaste außerhalb kann ich das bewegen, und mit der linken Maustaste mache ich eben einen Bereich, wo ich Support haben möchte. Und ich kann auch dann drehen, indem ich außerhalb dann hier hinfahre, und dann sieht man hier, da ist es so ein bisschen überstehend. Das heißt, da kann ich jetzt mit Shift und der linken oder rechten Maustaste das wieder wegmachen. Und gehen wir nochmal hier außerhalb. So sieht das Ganze jetzt aus. Und dann lassen wir das Ganze slicen. Und dann macht er da auch Support. Den macht er anders als Cura. Aber das ist auch eine Einstellungssache natürlich. Das heißt, Druckeinstellungen oder Druckereinstellungen. Jetzt müsste schon bei Druckeinstellungen Infill, Schürze und Rand, Stützmaterial und Muster Bienenwabe habe ich da gewählt. Da gibt es nur für Support geradlinig, rechtwinkliges Gitter oder Bienenwabe. Dieses Gyroid gibt es nicht.
Ob das jetzt beim Druck, nach dem Druck gut wegzumachen ist oder nicht, das wird sich zeigen. Aber wie gesagt, so richtig überzeugend tun mich da beide Programme nicht. Das könnte ein bisschen einfacher sein, aber vielleicht verlange ich auch ein bisschen viel. So was hier bei dem Prusa Slicer macht er drunter so ein schönes kleines Raft, also sowas wie ein Raft, damit der Support auch unten gut haftet. Und er macht aber auch hier um das Teil auch so ein Raft drum. Obwohl ich das eigentlich, meine ich, gar nicht eingestellt habe. Druckereinstellungen, Schürze und Rand, Schleifen, Abstand vom Objekt, Schürzenhöhe. Eigentlich mache ich keinen Rand, also macht er trotzdem. Aber wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es zeigt, wie man in den beiden Programmen frei definierten Support generieren kann. Das ging früher nicht, da konnte das nur das Simplify 3D. Und das ist mittlerweile kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Und man kann also auch in kostenfreien Programmen beliebig definieren, wo man Stützen haben möchte und wo nicht. Und wie gesagt, wenn euch solche Videos gefallen, lasst gern ein Abonnement da und auch ein Klick auf die Glocke wird euch da weiterhelfen. Und vor allen Dingen mir auch oder eurem Algorithmus eben der Klick auf den Daumen nach oben, damit ihr öfters solche Videos angezeigt bekommt. Dann war's das für heute und wünsche ich noch einen schönen Abend. Ist jetzt Abend bei mir. Vielleicht guckt ihr euch das morgens an und dann alles Gute. Tschüss.